Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Stickzeit. Mittlerweile ist das Stickzeit Nummer 43 und ich freue mich riesig, dass ihr heute bei diesem Video dabei seid. Und zwar werde ich euch heute wieder einmal mitnehmen am Heaven and Earth Design Soul von 2026 und da sticke ich ja am Stone Cottage Keep. Ja, man konnte das Muster aus 12 verschiedenen Mustern damals wählen und ich habe mich für das Stone Cottage Keep entschieden. Das Stone Cottage wird 305 Stiche breit und 289 Stiche hoch und ich sticke es auf einen 18 Count AIDA, einen Easy Count AIDA. Ja, aktuell bin ich bei über 55%, aber die genauen Zahlen können wir uns dann anschauen, wenn ich an dem Projekt sticke und der Pattern Keeper aktiv ist. Mittlerweile ist das auch schon die 7. gemeinsame Stickzeit, wo ich euch an diesem Projekt mitnehme. Ja, ich werde euch jetzt einblenden, wie weit ich zum Monatsupdate Juni war, also ein Vorherbild, und ihr seht, ich sticke da aktuell an der 6. Seite und die ist fast fertig, also ein kleines Stück fehlt noch. Aber jetzt habe ich daran weitergestickt und ich zeige euch den Stand, wie das jetzt aussieht. Ich werde ein bisschen zoomen. Ja. Ja, so sieht das aktuell aus. Ja, ich bringe es ganz ins Bild. Entschuldigt bitte die Falten, es ist nicht gebügelt und ich habe es auch nicht aus dem Nerdschrahmen genommen. Und ihr seht hier rechts unten, die Seite ist natürlich mittlerweile fertig und ich sticke an der 7. Seite und da habe ich ja in etwa die Hälfte, noch nicht ganz die Hälfte. Wie üblich mit meinen parkenden Fäden werden wir jetzt hier ein bisschen am Hintergrund oder beginnt hier auch schon der Baum? Ja, das kann ich jetzt momentan nicht so genau sagen, aber wir schauen uns das dann ja gleich aus der Nähe an und ich finde, er kommt ja wirklich ganz, ganz toll raus. Die Farben sind ja wirklich ein Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, wir legen auch schon los. Ich bereite wie immer alles vor und wir sehen uns gleich in der Nahansicht. Bis gleich. Ja, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder zurück. Also für euch war das ja jetzt nur eine Sekunde, aber tatsächlich ist es mittlerweile eine Stunde später. Ähm, ja, ich habe einen Anruf bekommen und zwar von einer Arbeitskollegin und natürlich mussten wir uns ein bisschen austauschen, also auch ein bisschen Klatsch und Tratsch von der Arbeit. Also auch das muss sein und das tut dann auch mal so richtig gut, wenn man sich, ich sag mal so, richtig auskotzen kann. Ja, also entschuldigt meine Ausdrucksweise. Ja, ich hoffe, ihr seht jetzt auch den Pattern Keeper eingeblendet. Ich habe ja jetzt alles vorbereitet, das heißt, ich sitze jetzt hier wieder am Esszimmertisch mit dem Tischstickständer und habe meinen Rahmen eingespannt. Und dann starten wir schon mit dem ersten Symbol, das auch schon markiert ist. Und das ist die Farbnummer 959. Und da haben wir nur 2 Kreuze zu sticken. Ich hoffe, ihr seht noch genug, denn mittlerweile ist es ja, wie gesagt, eine Stunde später und die Lichtverhältnisse sind jetzt natürlich auch schon schlechter geworden, denn es ist ja schon Abend hier bei mir. Ja, 2 Kreuze zu sticken. Das ist ein Teil des Hintergrundes, die 959. Und ich beende wie üblich mit dem Pinstitch. Also das ist einer meiner
Favoriten, wie ich den Faden beende, da ich vorne am Stoff abschneiden kann und ich nicht das ganze Stickstück umdrehen muss. Also ich schneide jetzt ganz knapp am Stoff ab und streiche gleich die ersten 2 ab und markiere mir das nächste Symbol. Das ist die 3766 und da haben wir dann auch nur 3 Kreuze. So, ich gebe mal den Faden zurück auf die Garnkarte. Ja, wie schon gesagt, wie ich euch angekündigt habe, ist das aktuell schon die 7. gemeinsame Stickzeit hier am Saal. Und ich kann euch jetzt auch den genauen Fortschritt mitteilen. Und aktuell bin ich bei 55,27%. Also ja, schon beachtliche Fortschritte. Also ich habe hier jetzt einen kurzen Faden, aber ich denke, 3 Kreuze gehen sich damit aus. Ja, 55,27%. Aber leider muss ich wieder sagen, bin ich schon wieder etwas hinterher. Mittlerweile muss ich ja schon lachen, denn in jedem Video erzähle ich euch etwas anderes. Einmal habe ich wieder aufgeholt, dann habe ich wieder ein bisschen Vorsprung oder so wie heute bin ich wieder etwas hinterher, aber nicht so massiv abgeschlagen, sondern da geht's jetzt da um circa, ich weiß es nicht, 500 Kreuze vielleicht. Also durchaus machbar und durchaus noch zum Aufholen mit den 500 Kreuzen. So, ich mache noch wieder den Pinstitch. Okay, Moment, irgendwie passt das nicht ganz. Also nochmal von vorne. Ja, hier der Hintergrund war ja sehr einfach zu sticken. Dass ihr hier seht, dieses Türkis ist ja alles Teil des Himmels. Und ja, da haben wir viel Color Blocking und fast kein Konfetti. Aber die Seite 6, also ganz unten in der vorherigen Spalte, so jetzt ist der Pinstitch geglückt, also das war wirklich Konfetti pur. Und ja, ich habe da auch nur sehr wenige Fortschritte geschafft und bin nur sehr langsam vorangekommen. So, dann streiche ich gleich ab. Und die nächste Farbe ist die 598. Auch da habe ich einen gebackten Faden. Ich schaue mal, aktueller Stand, was ich schon gestickt habe, sind 48.718 Kreuze. Also wie gesagt, aktuell auf Seite 7. Also Seite 7, Seite 8 und 9, also hier in dieser Spalte, das sind noch volle Seiten. Und dann in der Spalte daneben, da haben wir dann Seite 10, 11 und 12. Das sind dann keine vollen Seiten mehr. Also das sind nur noch kleinere Seiten. Und ja, dann ist das ganze Stück fertig. Aber das dauert natürlich noch. Jetzt haben wir Ende Juli. Das heißt, wir haben noch August, September, Oktober, November, noch 5 Monate vor uns. Also das ist noch eine Menge an Zeit und auch noch eine Menge zu sticken. Entschuldigt. Ja, aber dann im Dezember, Ende Dezember sollte man dann natürlich fertig sein, sofern man natürlich das Ziel hat, den Soul zu finishen. Und das ist ja mein Ziel, wie ihr wisst. So.
ich glaube, ich bewege mich da in einem guten Mittelfeld, denn ja, manche sind schon fertig mit dem Soul. Also gleich hier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu dem Finish natürlich an alle, die es schon geschafft haben, den Soul zu beenden. Und manche, ja, manche sind dann doch etwas weiter hinten noch. Manche wollen dann aber auch nur die 6 Seiten erreichen. Also, das ist ja alles okay. Und ja, und dann, wenn man den Soul eben gefinisht hat, kann man sich ja eines von 3 Motiven aussuchen. Und ich glaube, bei mir wird es dann der Kranich sein. Ja, und dann stellt sich ja auch noch die Frage, Moment, irgendwo habe ich hier einen Fehler drinnen, also nochmal alles retour. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, dann geht's auch gleich wieder weiter. Keine Ahnung, was ich da gestickt habe. Okay, so wird das passen. Da ist da, nein, da ist noch kein Kreuz. Okay, also nochmal einfädeln und es geht dann gleich weiter. Also wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich den Kranich wählen, sollte ich es bis zum Ende des Jahres schaffen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das dann funktioniert. Muss ich da ein Foto dann hochladen auf Facebook in der Gruppe von Heaven and Earth Design? Und ja, bis wann muss man dieses Foto dann schicken? Also ich habe da wirklich keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Also weil, falls ihr da was wisst, was Näheres wisst, bitte schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Wie gesagt, wir haben jetzt Ende Juli, also noch ganze 5 Monate vor uns. So, ich streiche mal kurz ab, was ich schon nochmal retour. Ich habe einen Stich ausgelassen, sehe ich gerade. Und zwar hier. Ja, ich muss leider sagen, das Licht ist jetzt mittlerweile schon sehr schlecht. Ich hoffe, ihr seht trotzdem noch etwas, aber ein paar Kreuze werden wir noch sticken. Ja, dieses Telefonat mit meiner Kollegin hat mich jetzt etwas aus dem Zeitplan gebracht. So war das eigentlich nicht geplant, aber es wird jetzt schon langsam dunkel. Und ich hoffe, dass das Licht vom Handy ausreicht, damit ihr trotzdem noch etwas seht. Ja. Ja, so wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit dem Soul und im Prinzip bin ich auch mit meinen Fortschritte zufrieden. Natürlich könnte ich schon weiter sein und schon mehr Fortschritte haben, aber ja, manchmal mag man dann halt wirklich nicht daran sticken. Und die Motivation, ja, hat natürlich seit Jahresbeginn auch deutlich nachgelassen. Und wie schon mehrmals erwähnt, in anderen Videos wird das sicher der letzte Soul gewesen sein für die nächste Zeit. Ja, aktuell sticke ich ja pro Monat über 7000 Kreuze immer an dem Soul. Einfach, ja, es müssen so viele sein, dass man einfach dran bleibt. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, diese 7000 Kreuze könnte ich natürlich auf andere Projekte verteilen und in andere Projekte reinsticken.
Also dann hätten die auch schöne Fortschritte und 7.000 Kreuze ist schon eine Menge. Also ja, wenn ich das auf meine Projekte aufteile, sind das fast 1.000 Kreuze mehr pro Projekt, das ich im Monat sticken könnte. Also so meine Rechnung dazu. So. Ja, dann habe ich mir auch das Unboxing von Celines Stickcafé angeschaut zum Thema Waterbiz. Und ja, da hatte ich dann gleich wieder Lust, an meinen Projekten zu sticken von Waterbiz. Denn tatsächlich habe ich jetzt doch schon einige Monate oder zumindest, ich sage mal 2 Monate, an keinem Projekt von Waterbiz gestickt. Und ihr wisst, ich habe da ja ein paar VIPs auch von Waterbiz. Also zum einen meine Aqua Lady von Waterbiz. Das war ja eines der ersteren Produkte. Da ist ja der Druck noch nicht so gut. Dann habe ich das kleine Mädchen. Das ist dann schon ein späteres Projekt, ein späteres Kit von Waterbiz, wo dann der Druck auch schon besser ist. Und das Motiv hat auch Mischfarben. Und ich habe hier nicht die Max Color Version, sondern nur die Version mit den 50 Farben. Also ich glaube auch die Aqua Lady hat 50 Farben. Und dann sticke ich ja auch noch an der Katze im Korb. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an das Motiv, wo die Katze in einem Körbchen liegt. Oh, entschuldigt. Und auch das hat 50 Farben und auch Mischfarben. So, gut, die Farbe beendet. Also allzu lang wird das Video nicht, weil einfach die Lichtverhältnisse schon sehr, sehr schlecht sind. Und ja, ich jetzt auch nicht vorbereitet bin, ich hier jetzt auch keine Lichtquelle habe, damit ich hier ein bisschen Licht machen kann. Also die 598 war das, kommt der Retour auf meine Garnkarte. Und dann markiere ich die nächste. Das ist die 3813. Also wir sind noch immer aktuell am Hintergrund. Also das ist nur ein kleines Stück Faden. Das wird jetzt nicht ausreichen. Ja, wie gesagt, nochmal zu dem Thema Waterbiz. Jetzt hat mich natürlich Lust bekommen, an den Projekten zu sticken und hoffe natürlich, dass ich sie mir dann auch mit dem Glücksrad erspiele. Also zumindest wäre es schon schön, an einen der Projekte wieder weiter zu sticken. Die haben ja, wie gesagt, keinen Fortschritt erhalten die letzten Monate. Also im letzten Monat davor hatte ich viele Motive von The Cross Stitch Studio. Die haben einiges an Fortschritt erhalten. Dieses Mal habe ich wieder mehr Vordruck erdreht oder erspielt. Das heißt wieder mehr Vordruckprojekte, aber kein Projekt von Waterbiz dabei, sondern hauptsächlich von Painting Fairy und von Five Stitch. Ja. Also wäre es dann nett, wenn Waterbiz drankommen würde. So, dann vernähe ich hier. So. Ja, aktuell sollte jetzt die Umfrage laufen zum Thema Neuanstieg für August bzw.
für September. So, ich zeichne kurz ab. Aktuell haben wir ja schon 48 Kreuze. Die nächste Farbe ist die 772. Auch da gibt es einen geparkten Faden, aber leider auch nur ein ganz, ganz kurzes Stück. So, da werden wir nur 2 Kreuze schaffen. Und dann ja, es ist schon sehr dunkel. Ja, die Umfrage. Also bitte, ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Und zwar ist ja die Umfrage zum Neuanstich entweder August oder September. Und zwar, welches der 2 Luca S. Stickkits soll ich ansticken? Zum einen steht zur Wahl New York und zum anderen zur Wahl Positano. Also wer das nicht kennt, das ist eine italienische Stadt an der Amalfiküste. Ich muss gestehen, ich kannte sie nicht. Ich musste sie auch googeln. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt. Also entweder New York oder Positano. Und schaut auch gerne in mein letztes Video rein. Da habe ich euch ja ein Unboxing gezeigt, und zwar zu dem Thema, lohnt sich die Mystery Box Gold von Luca S. Also schaut mal rein und ich erzähle euch da ja meine Meinung dazu. Ob sich das Ganze lohnt oder nicht, könnt ihr dann natürlich selbst beurteilen. Ja, so viel zum Thema Mystery Box und Unboxing. Ja, das war ja das letzte Video. Ja, heute dann das Stickzeitvideo und dann gibt's nächsten Freitag auch schon wieder das Monatsupdate. Also es ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt. Und dann sind wir ja auch schon im August. Ja. Und dann, ja, August wird's dann auch schon, ab Mitte August wird's meistens dann schon ein bisschen kühler, beziehungsweise die Nächte werden dann schon kühler und man merkt dann schon, dass der Herbst langsam Einzug hält im August. So. Die 772, was ich aktuell sticke, ein ganz zartes, helles Gelbgrün, würde ich sagen. Das war jetzt leider auch nur ein kurzer Faden. Ja, ich hoffe, das Video ist nicht zu dunkel. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das macht mir jetzt schon wirklich Sorgen. Aber ja, wir haben schon über 20 Minuten. Dann ist es halt dieses Mal einfach ein kürzeres Video, dann soll es so sein. Ja, ihr habt ja den Soul mittlerweile schon öfter gesehen. Wie gesagt, die 7. gemeinsame Stickzeit am Soul. Ja, machen wir noch weiter. Nochmal die 772. Da kann ich dann rechts im Feld parken. Ja, ich, wie gesagt, habe mir überlegt, eben dann im November einen Soul-Monat zu machen. Das heißt, ich möchte dann natürlich ein bisschen aufholen im November, was ich bis jetzt nicht
geschafft habe. Das Problem ist halt nur, ich bin im November wieder im Urlaub. Also ab Mitte November bin ich im Urlaub bis Anfang Dezember. Das heißt, so circa 3 Wochen werde ich dann im Urlaub sein. Ähm, und ja, ich sage mal, bis Mitte November möchte ich dann doch einiges an Fortschritt gemacht haben am Soll, sodass ich dann, wenn ich zurück bin von Urlaub, nicht mehr so viel aufholen muss, denn wie gesagt, dann ist schon Anfang Dezember. Also, ich komme dann, glaube ich, in der ersten Dezemberwoche zurück. Ja, und ich weiß jetzt wirklich nicht genau, bis wann man, das abgeben muss, also ein Foto schicken muss. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, und dass sich das dann auch alles ausgeht, denn das wäre ja wirklich schade, wenn man es dann so knapp nicht schaffen würde. Ja, so. Aber aktuell bin ich guter Dinge, dass ich es schaffen werde. Wie gesagt, ich bin kaum im Rückstand, nur ganz leicht im Rückstand und es ist alles noch zum Aufholen. Also das macht mir aktuell keine Sorgen. Vielleicht schaffe ich es wirklich im November noch einen Vorsprung rauszuarbeiten, dass ich sozusagen noch einen kleinen Puffer habe. Ja, mal schauen, was kommt. Wie der Stand dann aktuell ist, Ende Oktober, ob ich dann weit im Rückstand bin oder vielleicht auch habe ich einen Vorsprung, kann ja auch sein. Ist zwar jetzt eher unwahrscheinlicher, aber natürlich kann auch sein, dass ich einen Vorsprung habe. Ja, wie gesagt, vom Motiv her macht es total viel Spaß. Ähm, man hat halt konfettireiche Regionen oder so wie hier eher Color Blocking und es ist sehr abwechslungsreich, aber natürlich hat man doch einen gewissen Druck, wenn man an dem Soll teilnimmt und wenn man auch ein Ziel vor Augen hat. Natürlich könnte man es auch so sticken, ohne einem Ziel einfach, ja, nach Lust und Laune. Aber ich habe mir da ja das Ziel gesetzt, dass ich es finische mit Ende des Jahres. Und dann möchte ich auch den Kranich natürlich haben. So, ich glaube, ich werde jetzt das Video beenden. Die Lichtverhältnisse sind sehr schlecht für mich. Es ist schon sehr dunkel. In der Kamera sieht es gar nicht so schlecht aus. Ja. So, ich backe rechts den Faden und ich backe meinen Faden ja immer im rechten oberen Eck. Und ihr seht das auch so markiert im Pattern Keeper. Und zwar mit diesen blauen Häkchen. Und da seht ihr das rechte obere Eck markiert. Ja, immerhin haben wir geschafft 48 Kreuze. Nein, entschuldigt, 43 Kreuze. Irgendwie habe ich falsch gelesen. Aber ja, ein kurzes Stickzeitvideo war das. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß daran und konntet mir ein bisschen über die Schulter schauen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann am Freitag im Monatsupdate mit dabei seid. Und wir werden wieder das Glücksrad drehen. Ich zeige euch meine Fortschritte. Ja, bis dahin habt eine schöne Zeit. Hoffe, ihr habt auch genügend Stickzeit und bis dann. Tschüss.